Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen, was ich uns hier mitteilen darf mit dem Engel-Tarot. Die Welt. Der Page des Feuers. Die Befreiung. So, dann haben wir hier unten noch den Wagen unterm Deck. Die Karte legen wir mal hier seitlich hin. Und dann schauen wir uns das Ganze näher an. Hier ist es so, dass wir eventuell um was gekämpft haben oder uns für was entschieden haben, für eine bestimmte Richtung, dass wir mit Selbstdisziplin und Willensstärke durchgegangen sind. Das ist so diese Eigenschaft, dass man auf einer ruhigen, geerdeten Ebene seinen Weg weitergeht und gegangen ist, etwas durchgezogen hat. Man hat sich motiviert, man hat Entscheidungen getroffen, man ist weitergegangen. Man hat hier vielleicht auch seine ureigene Richtung eingeschlagen. Das ist so der tragende Punkt. Und daraus ergibt sich dann das Szenario, dass wir tatsächlich eine Angelegenheit, die sehr wichtig für uns war, glücklich zu Ende gebracht haben. Hier ist auch dieses Ding, dass man sich mal auf die Schulter klopft und man hat einen Abschnitt irgendwie gut gemeistert und ist jetzt auch in der Lage, auf etwas ganz Neues zuzugehen. Es ist auch so dieses Gefühl, dass man sich ganz fühlt, dass man etwas vollendet hat, dass man seine eigene Leistung anguckt, dass man auf sich stolz ist, dankbar, dass man sich zufrieden fühlt. Und das ist so das Ding, wo man auch in eine neue Phase weitergeht. Möglicherweise hat es auch sehr viel mit der eigenen Lebensaufgabe zu tun, mit dem, was man zu tun auf diese Welt gekommen ist. Dann enden wir hier in der Situation, dass sich tatsächlich etwas Neues zeigt. Wir haben hier Nachrichten, die einen Neubeginn anzeigen, eine neue Unternehmung. Hier ist eine Energie von Einfallsreichtum, von Kreativität. Man hat hier seine eigenen Sachen, Dinge umzusetzen, also etwas Spezielles vielleicht auch, was man kann. Und es beginnt irgendwie etwas Aufregendes, ne? Etwas, mit dem man sich aus etwas befreien kann. Und das ist ja an sich auch eine Zeit für einen spirituellen Neuanfang oder für etwas, wo man ganz viel hinter sich lässt, durchgebissen und gekämpft hat und hier öffnet man sich für die nächste Phase und hier ist sie auch schon. Man schüttelt tatsächlich das Alte nochmal ab, hat das Gefühl der Erleichterung, man ist über sich hinausgewachsen, man kann etwas zurücklassen. Und ab dem Punkt gibt es eben wieder Veränderung. Möglicherweise auch etwas, wo man sich erneut seinen Ängsten stellt. Weil man, wenn man etwas zurücklässt, eben auch immer wieder so ein bisschen denkt, dass es Schmerzen hervorruft oder dass man die Furcht hat, in was Neues zu gehen, weil man sich da nicht auskennt. Ja, hier kommt die Vollendung. Also das geht an alle die, wo es wirklich sehr schwer auch war, wo man sich durchgeboxt hat, wo man sich durchgebissen hat, wo man wirklich alle Schattenthemen angeguckt hat, wo man aufgelöst hat, wo man sich häutet.
und aus diesem Punkt auch wieder mehr resilient ist und angebunden und so. Und hier ist auch sehr viel Führung auf dieser Karte. Das ist so die Karte des Skorpions, wo man auch die dunklen Seiten anguckt oder wo man auch eine Zeit hat, die jetzt nicht so toll lief, wo viele Ängste oder auch Hindernisse waren. Aber man ist hier durch die Dunkelheit gegangen und es wird hier sehr viel Altes erlöst, damit eine neue Sache beginnen kann. Das deckt sich. Ich glaube, es ist auch so, dass man hier bereit ist, so Muster hinter sich zu lassen, die sehr viel Nerven kosten oder Energie. Sehr viel Innenschau auch und trotzdem auch dieses auf die Schulter klopfen. Ich bin stolz auf mich. Ich habe etwas geschafft. Ich kann wieder strahlen. Ich bin angebundener. Ich habe das geschafft. Das ist wahrscheinlich eine Riesenaufgabe. Die hat ja jeder für sich in anderen Bereichen, aber das hier ist etwas Großes, was geschafft wurde, was jetzt viel Befreiung mitbringt oder Häutung auch nochmal. Hier ist es auch so, dass man versteht, ich hatte das gestern ja schon mal, wenn manche Sachen wiederholen sich und man hat dann die Chance drauf zu gucken. Und manchmal ist es einfach gut, dass man nicht in den gleichen Kreislauf kommt. Und ich glaube, dass das die Karten auch sagen wollen, wenn etwas vorbei ist, ist es vorbei. Warum sollte man den gleichen Giftstachel nochmal nehmen und sich selbst damit stechen? Und hier ist es so die Energie, dass es gut ist, wie es ist, dass man versteht, warum es war oder was es auch mit einem gemacht hat. Das ist eine Sache, wo man sehr viel Genesung erfährt und ja, wo man möglicherweise sogar eine Prüfung des Lebens wunderbar gemeistert hat. So, wir nehmen noch ein Vögelchen, wenn ich es denn jetzt finde. Wir haben den Goldammer mit dem Thema: Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an und entdecke den Schatz in deinem Innern. Wenn wir hier gereinigt sind von irgendwelchen emotionalen Giften, dann können wir wieder auch diese Schatztruhe, die man im Inneren trägt, erkennen, wahrnehmen. Und für einen oder anderen ist es vielleicht auch diese Resilienz, die sich aufbaut, bei der man dann einfach weiß, ich habe dies und das durchstanden und ich kann deshalb jetzt viel besser mit dies oder jenem umgehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass es für viele vom Kollektiv so ist, weil es nimmt hier sehr viel Gewicht weg. Ich drücke euch, bis bald.